Breaking News. OpenSea, die größte und am weitesten verbreitetste Handelsplattform für NFTs, hat heute am 25. Januar einen Fehler bekannt gegeben. Auch eine Lösung dazu gleich mehr. Aber erstmal, was ist hier eigentlich passiert? OpenSea schreibt heute, was ist passiert? Listings, also Angebote, die du vor langer Zeit gemacht haben kannst, tauchen plötzlich wieder auf, wenn du dieses NFT zurückschiebst in die Wallet, wo früher das Angebot gemacht wurde. Es könnte dann also viel zu billig verkauft werden. Bei VeeFriends hat sich dazu eine sehr gute Erklärung gefunden, was eigentlich da passiert ist. Und ich werde euch auf jeden Fall den Link zum OpenSea-Post und zum VeeFriends-Post auch in die Kommentare geben. Was ist also passiert? Eine Sicherheitslücke wurde entdeckt, die sowohl OpenSea als auch Rarible-Benutzer betrifft. Diese Sicherheitslücke erlaubt es, ein NFT zu kaufen zu einem Preis, zu dem es früher einmal gelistet war. Selbst wenn es im Moment nicht zu diesem Preis gelistet ist. Tauchen wir etwas tiefer ein. Zuerst schreiben Sie ja bitte keine Panik. Wir schreiben das nur, damit ihr Bescheid wisst und wisst, was ihr tun müsst, damit die Community safe bleibt. Wir benutzen jetzt OpenSea hier als ein Beispiel, weil dieser Fehler könnte auch anderswo passieren, wie gesagt, auch auf Rarible. Es ist also kein Fehler, der nur auf OpenSea passieren kann, sondern andere Plattformen sind genauso potenziell betroffen. Um diese Sicherheitslücke besser zu verstehen, musst du zuerst verstehen, wie ein Listing überhaupt funktioniert auf OpenSea. Wenn du ein NFT auf OpenSea zum Verkauf anbietest, also listest, dann garantierst du OpenSea den Zugriff auf dieses NFT, um es zu einem Käufer zu transferieren. Diese Zugriffsfreigabe wird in der Blockchain abgelegt. Wenn du so ein Listing canceln willst, dann musst du dafür Gaspreise bezahlen, um dieses Listing offiziell zu entfernen. OpenSea verlangt zwar keine Gebühr, um ein Listing zu canceln, aber die Gaspreise fallen natürlich an, um das auf der Blockchain entsprechend zu vermerken. Wenn du es also sauber cancelst, dann verschwindet dieses Listing aus OpenSea und aus der Blockchain. Weil nun einige Benutzer diese Gaspreise vermeiden wollten, haben sie stattdessen das NFT einfach in eine andere Wallet transferiert. Und damit ist natürlich automatisch dieses NFT nicht mehr zum Verkauf. Das Listing ist aber dadurch nicht aufgehoben auf der Blockchain. Es ist also nicht mehr zum Verkauf erschienen auf OpenSea, aber das Listing war auf der Blockchain noch da, das NFT aber jetzt in einer anderen Wallet. Ich denke, du merkst schon, wohin das führt. Hier kommt jetzt nämlich die Sicherheitslücke. Wenn ein Benutzer nun dieses NFT zurück wieder in die ursprüngliche Wallet, wo es vorher gelistet war, schiebt, dann ist dieses Listing plötzlich wieder aktiv. Sie dachten zwar, durchs Verschieben wird das Listing aufgehoben, weil es nicht mehr angezeigt wird. Es war auch weg, solange das NFT in der anderen Wallet war, aber in dem Moment, wo Sie das NFT wieder zurück in die ursprüngliche Wallet schieben, ist auch dieses Listing wieder aktiv. Und damit kann es zum ursprünglich gelisteten Preis gekauft werden, der natürlich mittlerweile nach längerer Zeit deutlich tiefer sein könnte als der aktuelle Wert dieses NFTs. Und leider ist das tatsächlich einigen passiert, die so recht wertvolle NFTs zu sehr günstigen Preisen verloren haben. Wie ist das passiert? Das passiert darum, wenn du ein NFT verschiebst von der einen Wallet in die andere, wird deswegen nicht automatisch das Listing auf OpenSea entfernt. Also der Eintrag in der Blockchain für diesen Verkauf oder dieses Angebot, das ist ja kein Verkauf, dieses Angebot, der bleibt weiterhin in der Blockchain drin, weil du ja die Kosten sparst, nämlich dieses Angebot in der Blockchain zu entfernen. Es verschwindet lediglich vom OpenSea Frontend, weil es ja einen neuen Besitzer gibt für dieses NFT. Das Listing ist in der Blockchain noch aktiv und wenn das NFT in die ursprüngliche Wallet zurückkommt, kann es wieder gekauft werden. Wie gesagt, ist das leider einigen passiert und mehrere große NFT-Communities waren betroffen, zum Beispiel Bored Ape Yacht Club und andere. Ein Bored Ape Yacht Club wurde sogar für 0,77 ETH verkauft, aufgrund so eines Listings, der mittlerweile 86 ETH wert sein könnte. Das ist ein beachtlicher Verlust. Jetzt, wie kannst du das vermeiden, dass dir das passiert? Wenn du ein NFT zum Verkauf listest und dieses Listing canceln willst, dann solltest du die dafür vorgesehene Methode verwenden und das Listing canceln. Das kostet zwar Gas,
dafür, aber dafür ist das Listing wirklich gecancelt. Nur das NFT verschieben löst das Listing nicht auf. Also verschieb nicht das NFT, wenn es noch aktive Listings hat, weil damit wärst du immer verwundbar, wenn dieses NFT irgendwann zurückkommt in die ursprüngliche Wallet. Zusammengefasst, ein NFT verschieben cancelt nicht das Listing dieses NFTs, wenn du es zum Verkauf angeboten hast. Das Listing zu canceln benötigt eine Gas-Fee wie jede andere Layer 1 Blockchain-Interaktion. Und natürlich dieser Thread hier dient der Wissensbildung und um die Aufmerksamkeit hier zu wecken und Fehler im Web 3 Umgebung zu vermeiden. Generell ist Web 3 natürlich neu und sehr anfällig für genau solche Fehler, wenn man nicht ganz genau weiß, was man macht. Und mittlerweile hat nun zumindest OpenSea ein neues Feature veröffentlicht, das es dir ermöglicht zu sehen, welche Listings dein Account im Moment hat, damit du sie auch deaktivieren kannst. Und damit kommen wir zu diesem Originalpost hier von OpenSea, wo sie gesagt haben, was ungefähr passiert ist, das was sie eben erklärt haben. Und was sie jetzt gemacht haben, ist eine Möglichkeit, diese Orders oder diese Angebote zu canceln, um dieses Problem zu beheben mit einem neuen Listing Manager. Wie gesagt, ich würde empfehlen, gar nicht erst dieses Problem zu verursachen, also keine NFTs, die du gelistet hast, in eine andere Wallet zu schieben, bevor du das Listing cancelt. Das ist sicher der richtige Weg. So kannst du aber prüfen, ob du solche Fälle bei dir hast, ob irgendeiner deiner NFTs gelistet ist, wo du es gar nicht denkst. Dazu gibt es dieses kleine Video hier von OpenSea, das das zeigt. Du gehst also hier oben bei OpenSea auf dein Profil drauf. Im Profil hast du dann hier auf dieser Seite die Listings und da gibt es jetzt neu zwei Möglichkeiten, nämlich die aktiven und die inaktiven Listings, hier leider von der Uhr gerade etwas verdeckt. Da kannst du jetzt auf die inaktiven klicken, dann werden dir hier die inaktiven Listings angezeigt und man kann sie dann da canceln, diese Listings, das kostet aber Gas. Wenn du Cancel klickst, erscheint dann also dieses Fenster hier, Cancel Order, wo du dieses Listing canceln kannst. Natürlich fallen dann Gaspreise an für diese Blockchain-Interaktion. Selbst wenn der Preis 0 ist. Also sprich, das eigentliche Canceln kostet nichts, aber die Gasgebühren fallen an. Und danach sieht man hier in diesem Beispiel, das Listing ist verschwunden. Was lernen wir daraus? Es heißt auf jeden Fall sehr vorsichtig sein im Umgang mit Blockchain und gerade mit so Umgehungslösungen sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man nicht genau versteht, was im Hintergrund passiert. Besser sich an den Standardprozess halten, weil diese schlaue Umgehungslösung vielleicht sich als doch gar nicht so schlau herausstellen könnte und ein Hintertürchen öffnet für Leute, die gerne an dein NFT ran möchten. Ich habe natürlich sofort meine Wallet gecheckt, ob es da solche NFTs gibt. Es gab also keine. Da bin ich sehr froh drüber. Ich hoffe, dir hilft dieses Video auch. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst.